diese Einladung zur Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der europäischen Grenzregionen. Und wir sind in diesem Team seit gestern in der Grenzregion. Wir alle vertreten die NGOs aus Russland und der Ukraine und hatten gestern schon eine aufregende Diskussion gehabt. Ich möchte ein paar organisatorische Sachen durchsagen. Nicht alle beherrschen Deutsch, Englisch oder Französisch, deswegen wird teilweise die Diskussion auf Russisch ablaufen. Ich muss dann spontan übersetzen für die Dolmetscher. Ich hoffe, das schaffen wir. Also ich möchte die Podiumsdiskussanten vorstellen. Zu meiner linken Seite sitzen Herr Elvin Kadyrov, der Vertreter des Medschlis des krimtatarischen Volkes, Gennady Drusenko, der Beauftragte der ukrainischen Regierung für ethnopolitische Fragen und Minderheitenangelegenheiten, und Wladimir Leisler, der Vorsitzende des Rates der Deutschen der Ukraine. Zu meiner linken Hand sitzt Frau Alexandra Petitschi, die Vorsitzende der griechischen Gesellschaften in der Ukraine, Ramazan Alpaout, der Vertreter der kumykischen Organisation Kumyklar. Frau Ilina ist die Vertreterin der deutschen Minderheit in Russland und Herr Alexei Zikarow vertritt die Jugendorganisation der karelischen Völker. Und da wir schon in der Zeitdruck sind, nenne ich den Fragenkomplex und gebe gleich das Wort an meine Diskussanten über. Und der erste Fragenkomplex richtet sich in die Richtung der Ausspielung der Minderheiten bei Konflikten. Da gibt es bestimmte Beispiele sowohl auf der ukrainischen Seite als auch auf der russischen. Deswegen möchte ich gleich das Wort an den Vertreter der Krimtataren weitergeben und an die Vertreterin der Russlanddeutschen aus Russland, die zu der Situation der Gefahren und des Konfliktpotenzials in Minderheiten in beiden Ländern schildern. Ich mache das jetzt auf Russisch, so das ist Vertreter aus Ukraine. Для примеров того, как могут быть использованы меньшинства в конфликтных государствах и какие опасности подстерегают меньшинства на этом пути, на конкретных примерах. Добрый день. Muss man das jetzt auf Russisch auch einschalten oder nur das? Beides einschalten. Добрый день. Я представляю крымских татар сегодня, и ситуация с Крымом всем известна, но проблема в Крыму связана также и с малым народом, который я и представляю, это с крымскими татарами. Ich vertrete die Krim-Tataren. Die Situation mit der Krim ist alles bekannt. Ich möchte aber über das Volk reden, das auf der Krim-Halbinsel zu Hause ist. Сегодня всем известно, что произошло в Крыму, и, наверное, все понимают незаконное положение и статус Крыма, который не дает решать множество проблем. Der Status der Halbinsel ist Ihnen auch alles bekannt, aber der Status führt auch dazu, dass viele Probleme, die aufgetaucht sind, nicht gelöst werden können bei dem krimtatarischen Volk.
Международные организации не могут проводить нам работу, не могут мониторить и нам дать какой-то анализ нарушения прав человека. Но последнее, что там было, это представители из Турции, которые все же более-менее смогли объективно озвучить о существующих некоторых проблемах. Dadurch, dass wir jetzt nicht den freien Zugang zu der Halbinsel haben, gibt es enorme Probleme in Fragen des Monitorings der Situation der Krim-Tataren und der Verletzung der Menschenrechte. Ein konkretes Beispiel ist das letzte konkrete Beispiel war bei den türkischen Vertretern, das mehr oder weniger erfolgreich war, das mehr oder weniger objektiv war. Trotzdem gibt es ein sehr großes Defizit auf dem Bereich des Monitorings und der Menschenrechte. Сегодня есть правонарушения, которые фиксируются людьми, и мы, являясь представителями этого народа, также имеем ряд информации о этих нарушениях, и ничего поделать мы не можем, как и все мировое сообщество. Es gibt eine Reihe von Verletzungen von Menschenrechten und wir bekommen die Informationen auch von den Menschen, die auf der Halbinsel wohnen. Leider sind wir ohnmächtig in dieser Situation, weil wir den Zutritt nicht haben zu der Region. С каждым разом получать объективную информацию с территории Крыма становится все сложнее и сложнее. И одной из причин, наверное, закрытия АТР было именно то, что объективное вещание, независимое вещание было прекращено. Es wird jeden Tag immer schwieriger, objektive Informationen zu bekommen aus der Region und wahrscheinlich eins der Gründe der Schließung des erfolgreichen krimtatarischen Sender ATR ist damit verbunden, dass die genau die Sache objektiv geschildert haben. Leider konnten wir diesen Sender nicht retten. Поэтому мировое сообщество не знает некоторых фактов, возможно, о без вести пропавших, о убитых, о тех, которых сегодня содержат в камерах заключения предварительного, о тех, которые обыскивают, и как обыски часто регулярно проводятся с унижением и с нарушением прав человека. Deswegen ist es zurzeit fast unbekannt über die Fakten der Verletzungen, der Tötungen von Menschen oder Menschen, die heute hinter den Gitter sitzen und Hilfe brauchen, die aber nicht bekommen können. В частности, в большей степени это касается крымских татар по причине того, что они не оказали позицию подчинения в результате аннексирования, или правильно сказать, оккупации. Und am meisten betrifft das natürlich, und ich spreche jetzt auch von meinem Volk, von dem krimtatarischen Volk, weil das krimtatarische Volk sehr widrig auf den Anschluss, auf die Annexion der Halbinsel reagiert hat. Одной из больших проблем любого малого народа, и в частности крымско-татарского народа, это сохранить свою идентичность и не ассимилироваться. Сегодня проблемы в Крыму также связаны с ассимиляцией, это в отношении языка и в отношении свободы вероисповедания. Für uns ist zurzeit eine sehr große Sorge, die mit unserer Religion verbunden ist und mit unserer Identität. Wir sind, es hat jetzt damit zu tun, dass das Volk mit Null angefangen hat was aufgebaut. Das ist meine kurze Erklärung. Und zurzeit steht man wieder fast bei Null. In das Konfliktgespräch möchte ich nur ein
kleines, aber sehr wesentliches für uns Beispiel erzählen. Also sicher wissen Sie alle, dass die Russlanddeutschen zum Glück ganz direkt ins Konflikt nicht involviert sind, aber die Folge des Konflikts fühlen wir ganz deutlich an sich selbst. Also wir haben in Russland 5 deutsch-russische Häuser, also das sind solche Zentren, wo wir, also die Russlanddeutschen, unsere Kultur, unsere Traditionen, unsere Sprache bewahren und entwickeln können. Und da wir kein eigenes Territorium, also keine Autonomie oder sowas in Russland haben, sind diese Zentren lebenswichtig für uns. Und vor kurzem, also im November letztes Jahres, fast gleich nach der Einführung der Sanktionen von der europäischen Seite, hat der Gouverneur der Altai-Region, also Altai-Region ist die Region in Russland, wo die meisten Russlanddeutschen leben. Also er trifft die Entscheidung, das deutsch-russische Haus in der Region zu restrukturieren, wurde es so gesagt. Also in der Tatsache war es eigentlich so, dass das deutsch-russische Haus wurde den Russlanddeutschen entnommen. Und das war, es ist eine wirkliche Schade, sozusagen, schädliche Sache für die Russlanddeutschen. Und wir als gesellschaftliche Organisation, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um diese Situation zu ändern. Wir haben eine richtige Medienwelle hervorgerufen, wir haben sehr viel mit Zeitungen, Zeitschriften und so weiter gearbeitet. Wir haben uns an verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen in Deutschland und Russland angewendet, um diese Situation zu ändern. Aber alles, was wir erreicht haben, war das, dass wir das nur zeitlich ein bisschen verschoben haben. Und also in der Nähe wird das trotzdem restrukturiert. Also ich kann es so schätzen, dass wir, obwohl, wie gesagt, wir ganz direkt ins Konflikt nicht involviert sind, wurden als Geisel der Situation geworden, weil das ist schon sozusagen Sanktionenkampf. Und ich denke, dass es wäre sehr, sehr wichtig, wenn die beiden Seiten, sowie in Russland als auch in Europa, ein bisschen anders vielleicht diese Situation sehen könnten und das berücksichtigen könnten, dass wir also davon auch leiden. Und wir hoffen, dass wir sind hier nicht umsonst, hoffe ich, dass der Vernunft und der Wunsch zur Kompromissfindung wird siegen. Danke an die Kollegen. Also 2 Beispiele, eines von Frau Berliner, das war die asymmetrische Antwort auf die Sanktionen. Bei dem Vertreter des krimtatarischen Volkes geht es um die Ausspielung des Volkes. Man verspricht ihnen zurzeit sehr viel, nimmt aber alles ab. Es gibt aber auch andere Beispiele, wie die Minderheiten in der Ukraine und in Russland zusammenhalten. Und wir haben hier 2 Vertreter von der Jugendorganisation der karelischen Völker, Alexei Tsigarov. Und der lebt in einer Grenzregion und hat auch Beispiele mitgebracht, wie man da einander unterstützen kann. Und Herr Ramazan anbaut zur Unterstützung der nordkaukasischen Völker und die Zusammenarbeit mit der Krimtatei. Thank you very much, distinguished participants of the forum. It is my pleasure to be a part of this significant gathering. I came from the Republic of Karelia, situated in the North
as part of the Russian Federation. I'm a member of the Noori Karjala Young Karelia non-governmental organization, and also a representative of the Republic of Karelia to the Barents Regional Youth Council. Currently, I'm also a vice chair for the United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. I'm representing the Karelian people, which recognizes itself as an indigenous people. In fact, Karelian people is a minority in the Republic of Karelia. 45,000 Karelians live in the Republic of Karelia, which is only 7% of the total population of the Republic. Another 20,000 Karelians live in other parts of the Russian Federation. There are also about 10,000 Karelians living in neighboring Finland. Among Russian regions, Karelia has the longest borderline with the European Union, about 700 kilometers. About 8,000 Finns live also in Karelia, in the Karelian Republic. The main task and challenge of the Karelian movement is to preserve the native language and culture for the future generations. Naturally, Finnish and Karelian languages and cultures are one of the factors of the intensive cross-border cooperation. Karjala is not only a Russian region, it is also the name of Euro-region Karelia, established in 2000, and united 3 Finnish counties, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu from one side, and the Republic of Karelia from the other side of the border. The border is considered as a uniting factor rather than dividing. Even the strong rhetoric we can see currently between Russia and the West, we are very thankful for the cooperative position of both Russia and Finland in terms of cross-border cooperation on line of the Finnish-Russian border. This cross-border cooperation always underlines the crucial importance of saving and even increasing the contemporary level of cross-border cooperation. We expect in Karelia that existing financial instruments of Euro-region Karelia will not become a victim of international crisis of relationships. European Neighborhood Instrument Program should replace just recently finished MP program next year. This program would make possible lots of long-term projects in economy, civil society, spheres of culture and language. We really hope the European Union will be able to forward negotiations on this program to a successful conclusion together with Russia and Finland. But the perfect is the enemy of the good. At the same time, we see how uniting our capacities could double the results of our cooperation. For instance, one of the latest good developments is establishment of broadcasting in Karelian language in Finland, and a Karelian-speaking person from the Russian side of the border is working for that significant project. Because the language and cultural similarities could provide and even strengthen the dialogue when the governments are not able to sit around the same table. To conclude, I would say that exactly ethnic minorities are the most efficient communication driver in even bad periods of time. Karelia is a good example of a region having opportunities to benefit from different regional organizations and networks. Except the Euro-region Karelia, we have Barents and Baltic Sea frameworks, and as well as the developing Arctic cooperation. These opportunities provide ethnic groups with the opportunities of cross-border and international cooperation. For us, it's very important the cooperative and constructive position of the Finnish government in this kind of crisis. We know the Finnish president met his Russian colleague just yesterday in Moscow, and this dialogue between the bordering states has crucial importance for the minorities as the vulnerable group
of the people. Thank you very much for your attention. Dear colleague, thank you very much for the invitation. I would like to speak English today as a minority language is represented in this event. So, actually, first of all, I have to introduce my organization. I am from Moscow Kumuk organization, Kumuklar. It's a Turkic group living in North Caucasus, in Plateau, Dagestan, Chechnya, Ingushetia, and North Ossetia. The language of Kumuks is almost similar with the language of Crimean Tatars, Karachay-Balkars, and Nogais. So, and Azerbaijanians in Derbent region. It's in South Dagestan. So, actually, I would like to put aside the issue of politics, and I would like to talk about the challenges we have after the inclusion of Crimean Peninsula to the Russian Federation. I think challenges can be considered as opportunities too, because, for example, the number after this inclusion, the number of speakers of my mother tongue enhanced, and it has become a third language of Russia. So it has become more in scales, and we consider it as a good opportunity to cooperate with each other in issues of human rights, in issues of linguistic rights, etc. Actually, I think it will be much easier to talk about the linguistic rights if we cooperate with each other. I mean, Crimean Tatars, Kumuks, Karachay-Balkars, and Nogais, and Azerbaijanians of Derbent region. Of course, it's possible to have just an antagonism, but I think it will have no chances to settlement, and that is why, first of all, we have to focus on the objective reality which we have. So the objective reality is that Ukraine doesn't control the Crimean Peninsula. It is under Russia's control. So in this situation, I think we have to focus on struggling for our rights together, cooperating with each other, making our voices heard. And if we stand against this situation, I think there will be no results for us, just worsening the problem, and it will lead to marginalization of our communities in the region, and it will be even worse than for example, acting separately. So, actually, that is what I wanted to say about the possible opportunities, the challenges we have, and which can be considered as opportunities too. Thank you very much for your attention. Ich denke, wir haben schon gestern ein gutes Beispiel erlebt der Diskussion zwischen den Krim-Tataren und der Organisation der Kurden aus Russland. Es gibt aber am Tisch zwei Minderheiten, die direkt in der Konfliktregion heute leben und von beiden Seiten beschossen werden und müssen damit leben und müssen ihre Leute täglich retten, helfen
Und das sind die Deutschen in der Ukraine, die am meisten Teil in der Ostukraine zu Hause waren. Und das sind die Griechen, die bei Mariupol ihre meisten Siedlungen haben. Ich übersetze es russisch. Я сейчас говорю о тех народах, которые живут непосредственно в зоне конфликта. И это в первую очередь Украины, которые живут в большей степени живут в Донецкой, Луганской области. И это греческие общины, которые живут в зоне конфликта в Мариупольской области. Und ich übergebe das Wort an die Vertreter der beiden Minderheiten. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Guten Tag. Для меня большая честь сегодня присутствовать и быть приглашенной на такой очень значимый форум. Es ist für mich eine große Ehre, bei diesem Forum heute dabei zu sein und ich bin voll aufgeregt. Греки на Украине проживают с 7 века до новой эры. То есть они по Геродоту, помните, как лягушки вокруг Северного Причерноморья, как и Средиземноморья, организовывали свои греческие города-колонии. И такие были организованы большинство своем в Крыму. Это мои предки. Wie Sie wissen, leben die Griechen schon seit Jahrhunderten die Halbinsel Krim und das sind meine Vorfahren. Переселены они были указом Катерины. Практически это была депортация, наверное, поскольку под ружье Суворова шли они на территорию Дикого поля. Так назывался регион у Азовского моря. Dann kam die erste Umsiedlung in die Region bei dem Asowischen Meer, eine sehr verwüstete Region. 235 лет назад, ровно в этом году, как они основали город Мариуполь и вокруг 20 греческих сел. Сегодня их 48. Vor 235 Jahren haben die Griechen bei Mariupol ihre Siedlungen gegründet. Es waren mal 20, heute sind es 48 Siedlungen von Griechen. Из этих 48 сел сегодня 23 села находятся на линии огня. То есть идет полная, жесткая война, и на линии огня находятся греки. Von diesen 48 sind 23 Siedlungen heute direkt an der Frontlinie. Ja, direkt an der Frontlinie. Живут в страхе, живут в подвалах, потому что частые обстрелы. Школы не занимаются, хотя до этого времени, 1,5 года назад, мы не могли представить это в страшном сне, что такое произойдет в мирной Украине. Vor 1,5 Jahren hatten wir noch nie gedacht, dass es zu der heutigen Situation kommt, wo jeder Mensch, jede Familie in Angst lebt, jeden Tag im Keller, im Bunker verbringt, wo die Kinder keine Schule besuchen können. Сегодня в таких войнах нет победителей. И сегодня в любом случае политикам нужно искать компромиссы, договариваться, потому что платит простой народ. Не только греки в этих селах живут греческих. Давно уже есть смешанные браки. И среди них сегодня, среди греческого населения, более 100 человек погибших, 12 детей. И практически в этих селах сегодня гуманитарная катастрофа. Перебитые электролинии, линии электропередач. Не работает отсюда и, естественно, водоснабжение. Кроме этого,
нет закрытой аптеки, нет лекарств. И это я говорю сегодня как на украинской стороне, так и на той стороне, которые остались на территории ДНР и ЛНР, так называемых. Und das Gleiche gilt, es gibt keine Arzneimittel und die humanitäre Katastrophe gilt sowohl für uns, die von der ukrainischen Seite leben, und sowohl auch für unsere Landsleute, die auf der Seite, die von den Separatisten kontrolliert wird. Наша задача греческой общины, а нас 100 общин по всей Украине, была срочно оказать помощь попавшим в беду. И самое главное, чтобы у нас не раскололась греческая община, потому что часть греков осталась в Крыму, часть остались на территории ДНР, ЛНР. И по своим политическим взглядам и убеждениям разятся их пристрастия. И мы приняли решение общее, что мы по политическим разногласиям не спорим, мы сегодня помогаем выжить в этой страшной войне. Греция пообещала вывести с территории военных действий хотя бы матерей и детей в феврале месяце, но до сих пор она не может выполнить свое обещание из-за того кризиса, который сегодня происходит в Греции. И поэтому у нас надежда на такое спасение, хотя бы детей вывести из этой территории, не получилось. И мы Verhelfen zurzeit beiderseitig. Мы понимаем, что глубина конфликта будет затяжной, и эта война не скоро закончится. И поэтому, обращаясь к значимому сегодня собранию, если есть возможность хотя бы в плане вот этих медицинских мобильных бригад, чтобы мы не арендовали на местах и не платили за это, а если можно как-то передать на партнерских таких отношениях, мы гарантируем, если нужно, и возврат, а если нет, мы будем использовать по направлению только во имя людей и для людей. Also, meine Damen und Herren, schönen guten Tag, moin. Ich heiße Wladimir Leislik und bin ich Vorsitzender beim Rat der Ukraine. Momentan in der Ukraine leben noch 33.000 ethnische Deutsche, die meistens konzentrieren sich im Donetsk-Gebiet, im Odessa-Gebiet, das ist südlich. Und was für mich wichtig, natürlich, momentan ist es ein bisschen schwierig, ganz klar sagen, wo leben Leute, weil wir haben fast 1.300.000 Flüchtlinge